Es gibt keine Garantie. Auch wenn alles so perfekt ausgesehen hat. Nein, bei mir ist alles perfekt. Und ich werde immer mit Andi zusammenbleiben. Ich habe mit diesem Carsten geschlafen. Echt? Ich fühle mich, als hätte ich Henning betrogen. Frau Nowak war sehr interessiert, was in ihrer Lage ja auch kein Wunder ist. Dass sie nach Wien gehen soll, hat sie natürlich etwas überrascht. Ihr Freund war übrigens auch nicht sonderlich begeistert. Ich glaube aber, dass sie die Filiale übernehmen wird. Ich wollte dich fragen, ob du für immer mit mir zusammen sein willst. Andi, willst du mich heiraten? Heiraten? Ja. Du meinst so richtig mit Kirche, Altar, Torte, so? Ja, genau so. Oder so ähnlich. Aber wie soll das gehen? Das kostet doch alles einen Haufen Geld. Hey, mach dir darüber mal keinen Kopf. Andi, ich liebe dich. Und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zusammen zu sein. Für immer. Ja, das finde ich doch auch. Du klingst nicht gerade begeistert. Doch. Es ist nur... Das alles hier kommt einfach nur ein bisschen plötzlich. Ich liebe dich doch genauso. Aber... Du willst mich nicht. Doch, natürlich will ich dich. Nur... So eine Riesenentscheidung, die kann man nicht von jetzt auf gleich treffen. Schon gar nicht hier auf der Bühne im Rampenlicht. Unser Tempo kann ja wohl nicht daran schuld sein. Was? Naja, dass du so schweigsam bist. Das Angebot klingt ja auch wirklich verlockend. Filialleiterin bei einer so renommierten Feinkostfirma ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Charlie meinte auch, dass dieser Illmann einen ausgezeichneten Ruf in dieser Branche hat. Und außerdem ist Wien ganz nett. Und auch gleich um die Ecke. Na super. Das klingt ja gerade so, als wolltest du mich hier loswerden. Ich denke doch nur, dass das eine große Chance für dich ist. Na klar. Meine große Chance. Dieser Illmann hat dir doch eine Woche Bedenkzeit gegeben. Wir sollten Charlie einfach noch mal fragen, dass er sich noch mal umhört. Vielleicht ergibt sich ja doch was anderes. Wäre ja nicht auszudenken, wenn ich plötzlich in Wien wäre, was? Und? Wer spielt da mit mir Basketball, hä? Und wer geht jetzt mit mir in die Badewanne? Wie bitte? Ich werde mich nicht zur Scheidung meines Vaters äußern. Erst recht nicht vor einem Journalisten. Ja, auf Wiederhören. Papa, hallo. Jetzt machen die sich auch schon an dich heran. Wir verfolgen einen auf Schritt und Tritt. Ich bin's inzwischen gewöhnt. Es tut mir leid, dass ich die Umstände mache. Du hast genügend andere Sorgen. Ich lenke mich im Moment ganz gut mit Arbeit ab und das klappt auch. Was führt dich zu mir? Ich fürchte nichts Erfreuliches. Ich komme von Avatex. Dein Stellvertreter hat sich an mich gewandt. Gibt's Schwierigkeiten? Ich fürchte, ja. Seit Hennings Tod sind die Auftragseingänge enorm zurückgegangen. Zugleich sind dringend Neuinvestitionen fällig. Und im Augenblick ist es nicht ganz einfach, Kredite bei der Bank zu bekommen. Ich hätte dir diese zusätzliche Belastung gerne erspart. Dann werde ich mich wohl entscheiden müssen, hm? Hast du schon einen Vorschlag? Ja, ich habe mit meinen Wirtschaftsberatern gesprochen. Und sie teilen eigentlich meine Ansicht. Marie, ich denke, das Sinnvollste ist, wenn du dich von Avatex trennst. Ich soll Hennings Firma verkaufen? Ja, es wäre auch eine Belastung weniger für dich.
Ich weiß nicht, Fernbeziehungen laufen sowieso immer gleich ab. Ja, man vermisst sich und dann versucht man beim nächsten Mal alles auf einmal nachzuholen und das gelingt einem nicht. Und irgendwann hat man Ach komm, es hat doch auch seine Vorteile, wenn man sich nicht jeden Tag sieht. Ach so. Ja, gerade am Anfang. Weißt du, wenn man so frisch verliebt ist, so wie ihr zwei. Und wenn man sich dann nicht mit seinen ganzen Alltagsproblemen jagt, schwebt man ja vielleicht auch ein bisschen länger auf Wolke 7. Ich will aber die Wolke 7 jetzt leben und so wichtig ist mir der Job nicht. Ich will nicht meine Beziehung aufs Spiel setzen. Willst du dich schon mal setzen? Ich bestelle uns 2 Gläser Wein. Ich kann dich ja verstehen. Außerdem habe ich mich in Düsseldorf gerade eingelebt. Ich fühle mich wohl hier. Du würdest mir auch fehlen. Naja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden, oder? Hast du schon bestellt, Silvia? Nein? Dann nehme ich doch lieber ein Wasser. Gut. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich hätte gern ein Mineralwasser und ein Chianti. Kommt sofort, ja? Keiner da. Ja. Wollen wir vielleicht was Nettes zusammen machen? Wir könnten Pizza essen im Kerzenschein. Was hältst du von meiner Idee? Ja, das ist ganz lieb von dir, aber ich würde lieber ins Bett. War das so ein anstrengender Tag? Du kannst schon mal vorgehen. Ich mach mir noch einen Tee, ja? Das kann ich doch für dich tun. Nee, ich komm gleich nach, ja? Gut. Alexa? Alexa, schläfst du? Weil wenn du nicht schläfst, dann... Franzi, was ist los? Kann ich vielleicht einen Moment bei dir bleiben? Einfach so. Natürlich. Jetzt habe ich schon zweimal drüber geschlafen und ich weiß immer noch nicht weiter. Danke. Es hält mich halt schon einiges hier. Nicht nur Lars. Wenn du dir um mich Sorgen machst, ich komme schon klar. Hast du dich wieder ein bisschen gefangen? Die Sache mit Carsten hätte mir nicht passieren dürfen. Aber warum denn eigentlich nicht? Ich meine, du hast dich nach Nähe gesehnt und du hast dich auf ihn eingelassen. Ja und? Jeder geht anders mit so einem großen Verlust um. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich habe lang genug die Erinnerung an Henning verdrängt. Ja, du musst den Tatsachen ins Auge sehen. Auch wenn es weh tut. Sag mal, was ist denn eigentlich mit Avatex? Wäre das nicht eine Aufgabe für dich? Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Irgendwie bin ich Henning ja auch schuldig. Sowas Einfallsloses möchte ich aber nicht nochmal auf meinem Schreibtisch sehen. Unter einer spannenden Intrige stelle ich mir wirklich was anderes vor. Machen Sie es gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Illmann, Sie wollten mich sehen? Sie können sich denken, warum. Sagen wir, ich kann den Scheck gut gebrauchen. Dann erwarte ich auch die entsprechende Gegenleistung. Aber ich habe mit Ihrer Schwester doch gesprochen. Sie hat nicht zugesagt, soweit ich weiß. Ich bitte Sie, das ist reine Formsache. Mein Angebot war mehr als großzügig. Es war offenbar nicht großzügig genug. Heißt das, sie will nicht nach Wien gehen? Sie hat Zweifel. Große Zweifel.
Ich kann Sie ja nicht zwingen, nach Wien zu gehen. Herr Ehemann, Sie wissen, wie sehr mir das Wohl meiner Schwester am Herzen liegt. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann brauchen Sie dringend eine Finanzspritze für Ihre neue Geschäftserweiterung. Und was soll ich jetzt Ihrer Meinung nach noch unternehmen? Seien Sie kreativ. Machen Sie ihr ein Angebot, das sie nicht ausschlagen kann. Eines, das stärker ist als Ihre albernen Gefühle. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich will meine Schwester und ihren Freund in dieser Stadt nicht mehr zusammen sehen. Das ist Ihr Auftrag. So einen richtigen Heiratsantrag? Ja. Mann, so weit habe ich es mir noch keiner gebracht. Glückwunsch. Sehr witzig. Das kann ich jetzt echt gebrauchen. So ernst, oder was? Sie ist sogar fest davon ausgegangen, dass ich Ja sage. Ja, so romantische Bekenntnisse sind irgendwie wieder total in. Toll, ich bin gerade mal 20. Und ich hatte eigentlich noch was vor im Leben. Hey, aber auch als Ehemann geht das Leben weiter. Zumindest solange der Klapperstorch noch nicht unterwegs ist. Das fehlte noch. Franzi liebt dich, Mann. Ja, und ich sie auch. Aber deswegen muss ich doch nicht gleich vor Standesamt. Ja, warum sagst du ihr das nicht einfach? Ja, das habe ich ja versucht. Aber Franzi geht es zurzeit richtig dreckig wegen ihrer Familie. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es ihr beibringen soll, ohne ihr dabei weh zu tun. Hi, Andi. Hi, Jana. Männergespräche schon so früh am Morgen? müsstest du nicht längst auf dem Weg zur Schule sein? Hm? Zu Hause erfährt man aber viel interessantere Dinge. Aber kleine Schwestern müssen nicht alles wissen. Ciao. Da wollte ich jetzt was lernen. Schönen Tag noch. Guck mal, Frauen bringen einen immer wieder in die Zwickmühle. Je mehr man sie liebt, desto... Philosophiestunde bei Professor Dr. Robin Brandner. Da hätte Jana ja doch noch was fürs Leben lernen können. Ich meine das ernst, Mann. Je länger du dich um die Antwort rumdrückst, desto schlimmer machst du die ganze Sache. Sieht so aus, als hätte er nur kurz den Raum verlassen. Ach, ich habe Ihnen noch gar nicht mal die Beileid ausgesprochen. Danke. Vielen Dank. Er hatte sich gerade neu eingerichtet. Würdest du mich für einen Moment allein lassen? Aber natürlich. Ich rufe schon mal die Vorstände zusammen. Okay. Danke. Also ich habe alle möglichen Leute angesprochen, aber nichts. Also nichts, was mit dem Angebot Wien vergleichbar wäre. Trotzdem vielen Dank für Ihre Mühe. Ach, Frau Schneider. Ja. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, ich komme. Ich hätte Ihnen gerne was Erfreulicheres berichtet. Tja, sieht alles nach Wien aus. Hm? Ja, aber vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich habe mir darüber nachgedacht. Ich könnte dich ja finanziell unterstützen, bis du hier was gefunden hast. Oder wir könnten zusammenziehen. Ich finde es schade, wenn du jetzt weggehen würdest. Du weißt schon, dass ich das nicht annehmen werde. Ich wollte es dir trotzdem anbieten. Ich will mich einfach nicht so abhängig machen, verstehst du? Aber das machst du doch gar nicht. Hör mal, egal was passiert, wir gehören zusammen, okay? Hm.
Und was ist, wenn ich bis Ende der Woche keinen Bescheid habe? Und ich möchte Ihnen noch mal danken für Ihr Vertrauen und Ihr Engagement in den zurückliegenden schweren Wochen. Wie wird es denn jetzt weitergehen? Ja, man hört immer wieder, Avatex soll verkauft werden. Marie? Ich muss Ihnen ja wohl nicht erklären, dass mir die Firma meines verstorbenen Mannes sehr am Herzen liegt. Und wenn ich das Erbe antrete, können Sie sicher sein, dass ich alles versuchen werde, die Firma in Familienbesitz zu halten. Natürlich muss ich mir erstmal ein genaueres Bild von der finanziellen Lage verschaffen. Sie wissen, die wirtschaftliche Situation ist momentan nicht ganz einfach. Deshalb wird es in den kommenden Monaten zu einigen Veränderungen kommen. Damit meine ich ausdrücklich keine Entlassungen. Wenn wir die Firma wieder auf Kurs bringen wollen, bin ich auf jeden einzelnen von Ihnen angewiesen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die anstehenden Aufgaben gemeinsam bewältigen werden. Und ich freue mich auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Das kannst du erst sein, wenn die Firma wieder läuft. Bis dahin gibt es eine Menge zu tun. Stell dir doch mal vor, dann wärst du noch nicht mal mit der Schule fertig und schon verheiratet. Naja, dann hätte ich wenigstens was in der Hand, wenn ich durchs Abi falle. Ich wusste nicht, dass du es so eilig hast. Mal im Ernst. Andi ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will. Worauf soll ich denn da bitte noch warten? Ja, siehst du. Ist doch alles perfekt. Wir lieben uns. Ich kann ihm blind vertrauen. Ja, das habe ich bis vor ein paar Tagen auch noch gedacht. Entschuldigung. Ich schwärme dir hier so vor. Es ist so, ne? Franzi, ich hätte nie geglaubt, dass Felix mir sowas antut. Ja, vielleicht hast du auch recht und Andi ist ja nicht Felix. Andi wäre nie so egoistisch. Er ist einfach der ideale Freund und ich meine, was liegt da näher als heiraten? Ihr wollt? Ja. Nur hat Andi noch nicht Ja gesagt. Und Franzi, ehrlich, ich kann mir Andi überhaupt nicht als Ehemann vorstellen. Für den muss das doch Spießigkeit pur sein. Ja, vielleicht liegt daher das Problem. Ich muss Andi einfach davon überzeugen, dass eine Ehe mit mir nicht langweilig wäre. Okay. Franzi, ich finde dich mega süß. Und ich liebe dich auch total. Aber das mit dem Heiraten, das muss doch jetzt noch nicht sein. Weißt du, was ich an dir liebe, Franzi? Deinen Sinn für Humor. Heiraten. Fast hätte ich es dir abgekauft. Das mit der Hochzeit, das war ja wohl eine Schnapsidee. War nicht gut. Franzi, ich kann dich überhaupt gar nicht heiraten, weil ich... Novak. Ja, guten Tag, Frau Novak. Illmann hier. Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob ich gleich mit dem Vertrag bei Ihnen vorbeikommen kann. Oh, das ist ja nett. Ja, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit, den durchzulesen. Ja, selbstverständlich. Ich würde ihn nur ganz gerne wieder unterschrieben mitnehmen. Ich muss ihn nämlich unbedingt heute meinem Kollegen in Wien noch zufaxen. Wie, ich soll heute noch unterschreiben? Also ich versichere Ihnen, die Konditionen sind außergewöhnlich. Und auch juristisch gesehen ist alles durch und durch korrekt. Da lege ich immer höchsten Wert drauf. Aber Sie haben doch gesagt, dass ich noch ein paar Tage Zeit hätte. Sie können mir wirklich glauben, es gibt nichts mehr zu überlegen. Also, ich grüße Sie. Bis später. Oh, Mist. Dies ist die Mailbox von Lars Schneider. Nachrichten nach dem Signal. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn jetzt? Es wird alles sofort durchgefaxt. Wiederhören. Hallo, da bin ich wieder. Nico, kannst du mir bitte einen Kaffee kochen? Und zwar so stark, dass der Löffel drinstehen bleibt, okay? Hört sich ja schwer nach Nachtschicht an. Kluges Mädchen. Wie ist es denn gelaufen? Ich denke, wir können Avatex retten. Ich
muss mich zwar ganz schön reinhängen, aber... Ob man jetzt eine Firma leitet oder zwei. Eben. Es liegt alles an den Mitarbeitern. Und da ich mich auf dich und Daniela voll und ganz verlassen kann. Apropos, was ist eigentlich mit meinem Kaffee? Ja, wenn davon dein geschäftlicher Erfolg abhängt. Und du meinst wirklich, du kriegst beides zusammen hin? Wenn ich's andenken, ist es mir wert. Marie, ich glaube, da möchte ich jemand von deiner Nachtschicht abhalten. Carsten. Marie, ich muss mit dir reden, dringend. Ach, das ist jetzt gerade echt ungünstig. Bitte, es ist wichtig, ehrlich. Herr Ehlmann, ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr Zeit für die Entscheidung gewünscht. Entspricht irgendetwas nicht Ihren Vorstellungen? Nein, es ist nur... Schauen Sie, ich habe noch nie mal mit meinem Lebensgefährten darüber gesprochen. Das verstehe ich natürlich. Das kommt ja auch alles ein bisschen plötzlich. Aber Sie müssen sich einfach auch mal in meine Lage versetzen. In Wien stehen überraschenderweise die ersten Großaufträge an. Da kann ich mir weiteres Abwarten gar nicht leisten. Frau Nowak, Sie sind nach wie vor meine Wunschbesetzung für diese Position. Aber wir müssen heute eine Entscheidung fällen. Und es gibt natürlich genügend Interessenten, die Ihre Stelle mit Handkuss nehmen würden. Ja, das bezweifle ich ja gar nicht. Sie haben doch selber einsehen müssen, dass Ihr Ruf in dieser Region sehr gelitten hat. Hm? Geben Sie sich einen Ruck. Hm? Ich freue mich. Sie werden es nicht bereuen. Hey, Schatz. Hi. Na? Na? Das ist ja meine Begrüßung. Was hast du denn da? Überraschung. Mach mal die Augen zu. Noch eine? Augen zu. Die wird dir gefallen. Okay. Flugtickets? Ja. Ich habe mir gedacht, wir könnten unsere Träume zusammen verwirklichen. Nach Las Vegas? Was fällt mir dazu ein, außer einarmigen Banditen? Man kann da ziemlich gut heiraten. Wenn du willst, auch ohne großen Aufwand. Hey, und außerdem ist es von da nicht weit bis zur Panamericana. Flitterwochen auf dem Motorrad, verstehst du? Franzi, Ja? du bist die tollste Frau auf der ganzen Welt. Aber das geht nicht. Ich will nicht heiraten. Carsten, ich habe wirklich eine Menge zu tun. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen wieder gesehen. Geht es immer noch um die eine Nacht? Nicht nur. Ich hab's dir doch schon erklärt. Es ist nun mal passiert, aber es bleibt bei der einen Nacht. Ich möchte im Moment keine Beziehung. Darum geht's gar nicht. Worum denn dann? Ich habe Blut gespendet. Und dabei führen die allerhand Untersuchungen durch. Marie, es tut mir leid, ich bin HIV-positiv. Und ich habe dich womöglich angesteckt.